So, heute ist der 9.1. Abend und es ist immer noch Zeit zur Apokalypse-Schlacht. Und jetzt werde ich nochmal eine Stunde hier an dem Stomper, oder ich nenne ihn jetzt Big Pack, arbeiten. Hier diese Schulterpanzerung habe ich hier einfach mit einer ganz normalen Chipsdose habe ich auseinandergeschnitten und dann in der Mitte geteilt. Und die werden jetzt hier noch irgendwie angebracht. Das ist natürlich ein bisschen doof, das habe ich jetzt nochmal draufgelegt gehabt, zum zeigen, wie das aussieht. Jetzt bricht hier auch alles zusammen. Ja, und den werde ich aber irgendwie mit sowas befestigen hier dran. Mal gucken. So, ich habe jetzt doch so ein dickes Kabel-Leerrohr genommen, mit der Säge abgeschnitten auf 5 cm und dann hier noch dieses Luftballon-Röhrchen, Plastikröhrchen so geschnitten, dass das dann so eine Strebe gibt. Da gibt es noch eine zweite und dann sieht es eigentlich sehr stabil aus. Wenn die Schulterpanzer mit Heißkleber fest angeklebt sind, klebe ich jetzt erstmal hier so ein paar Reste von der Wellpappe hier drauf. Das sind dann auch extra Panzerplatten. So, die Stunde ist rum und ja, ich habe jetzt hier diese Schulterpanzerung angebracht, noch ein bisschen verziert, auch an der Seite so ein bisschen, und das sieht bestimmt nachher angemalt ziemlich cool aus. Jo, das war es auch schon wieder. Heute ist der 10.1. Also noch 15 Tage bis zur Apo-Schlacht. Und ich habe gestern Abend doch noch 20 Minuten weitergearbeitet. Und zwar habe ich hier noch einen Kran hinzugefügt auf den einen Schulterpanzer, der Munition oder was auch immer dann nach oben ziehen kann. Das ist also ein Verladekran. Und den habe ich aus einem ganz normalen Überraschungsei gemacht. Hier den Deckel abgeschnitten. Moment. Und dann einfach hier in diesen großen Milchdeckel reingesteckt. Das passt wunderbar, als ob das so zusammengehört. Ist immer wieder erstaunlich, was da manchmal so alles passt. Und die Stützen habe ich einfach aus dem ganz normalen Luftballonrohr, Plastikrohr ist ein bisschen dicker, gebastelt. Ich habe auch mal geguckt, was so ein Stampfer an Waffen hat. Also der hat eine Todeskanone, das wird das hier. Hat einen Super Mega Blaster, das ist der hier, sieht ja auch so aus. Einen Gitbrenner hat er auch. Könnte mir eventuell hier oben das Rohr durchgehen lassen. 3 fette Wummen. Da kommt hier eine rein, hier eine. Eine dritte müsste ich hier noch irgendwo positionieren. Eine synchronisierte fette Wumme. Könnte ich eventuell hier oben noch irgendwie hinmachen. Dann Feuerluken. Ja gut, da habe ich hier überall, wo sie mal rausschießen können, oder hier oben auf dem Gang, stelle ich das mal so dar. Transportfähigkeit ist ja hier innen drin. Zugangsluke ist hinten im Heck. Habe ich hier die, oder die hier. Ist also auch okay. Was noch fehlt, sind der Megaspalter und die 3 Super-Grott-Raketen. Megaspalter bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das überhaupt darstellen will. Sieht hier beim Original richtig geil aus. Diese Kettensäge. Titankillerwaffe. Ich könnte mir vorstellen, dass ich einfach so bajonettartig sowas anbringe. Und zwar hier ein Rohr und hier aus Schaumpappe geschnitten so eine Art Bajonett. Und das kommt dann hier unten noch so dran. Das heißt, der kann also im Nahkampf mit diesem Ding hier zuhauen. Ich glaube, das ist die beste Lösung.
Weil jetzt einen extra dritten Arm dran machen will ich jetzt auch nicht. Das sieht bestimmt blöd aus. Und ich werde das auch so bauen, dass ich das auch einfach hier rausziehen kann, falls es blöd aussieht. Da oben den Kran habe ich mal verkleidet. Das gefällt mir aber gar nicht. Das ist zu sehr gestückelt irgendwie. Eventuell werde ich das nochmal komplett abmachen und nochmal neu machen. Blöd. Aber vielleicht sieht es auch gut aus, wenn man es angemalt hat. Weiß man halt nicht. Mal gucken. So, ich habe das Kranführerhaus einfach jetzt nochmal komplett verkleidet. Und ich finde, das sieht jetzt besser aus. Sieht jetzt nicht mehr so gestückelt aus. War jetzt noch ein bisschen Arbeit, aber nachher ärgert man sich dann drüber. Ich finde es jetzt cool. So, als nächstes machen wir die fetten Wummen hier im Bauchbereich. Dann nehmen wir wieder hier unser Luftballonrohr. Das wird dann hier reingesteckt. Vorher müssen wir noch Löcher bohren. Da fange ich an mit einem spitzen Schraubenzieher. Drehe das so lange, bis es reingeht. Danach ein bisschen mit der Schere. Und als letztes mit dem Cutter, bis das Loch groß genug ist. Dann wird das Rohr reingesetzt und fertig ist es. So, heute ist Sonntag, der 11.01.2014, circa Mittagszeit, das heißt alle ruhen, außer dem Chef Oberboss, der bastelt hier fleißig weiter. Und wenn man erstmal an so einem Projekt dran ist, dann packt einem richtig das Fieber und dann muss man auch hinten dran bleiben. So, ich bin jetzt noch an den fetten Wummen, die gefallen mir noch nicht so richtig gut, die sind noch so, so eben. Darum habe ich jetzt die ganze Zeit versucht, irgendwas da noch drüber zu machen. Hier versucht jetzt hier so ein bisschen Wellpappe, sieht auch blöd aus. Oder hier so ein Verputzblech, das hat nicht richtig geklappt. Und jetzt bin ich hier auf so ein Kabel gestoßen, das wunderbar hier über dieses Plastikrohr drüber passt. Und das sieht dann nochmal viel cooler aus gleich. Wenn das nachher cool angemalt ist, sieht es aus wie eine richtige Kanone. Das werde ich jetzt machen. Und als nächstes kommen dann noch die Raketen. So, zwischendurch bastle ich noch an der Bodenplatte. Und zwar habe ich jetzt einfach hier den Stomper auf Pappe gestellt. Hier drumherum gezeichnet. Das schneide ich gleich aus. Und das werde ich dann hier unten einfügen, damit nachher die Beine besser halten. Heute ist der 13.01.2014. Nacht wieder mal. Und nach einem langen Arbeitstag habe ich mich abends noch mal eine Stunde hier an den Stomper dran gesetzt. Habe jetzt hier, das sollen fette Wummen sein. Eine synchronisierte. Hier ist noch eine normale fette Wumme. Das ist auch eine fette Wumme. Und das hier ist eigentlich auch eine synchronisierte fette Wumme. Könnte aber auch sagen, weil die ein bisschen weiter auseinander stehen, das ist eine fette Wumme und das da ist noch ein Gittbrenner. Das ist nämlich normalerweise die Bewaffnung. Was habe ich noch gemacht? Ich habe hier unten drunter eine Pappplatte geschnitten und die draufgeklebt, damit man es von unten nicht mehr sieht, wie es aussieht. Und vor allem, dass nachher die Füße besser halten. Die Füße werde ich morgen machen und dann bin ich eigentlich schon fast fertig. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Grottraketen. Ich habe immer was gebastelt. Das sieht auch für sich genommen schon ganz cool aus. Mit Zahnrädern aus so einer leeren Tippex-Maus, beziehungsweise die ist kaputt. Das Tippex hat nicht mehr funktioniert, aber da sind coole Zahnräder drin. Das hier ist aus dem Baumarkt, so Messingrohrstücke. Und hier diese Raketen, die sind nicht aus dem Baumarkt, die sind aus dem DM. Mehr sage ich dazu nicht. Auf jeden Fall passen die eigentlich ziemlich cool als Raketenköpfe.
Das da ist von der Milch Tetrapack, das auch. Und ist eine coole Abschussvorrichtung. Allerdings finde ich, sieht es hier oben drauf nicht so super gut aus. Zumindest jetzt so unangemalt. Nachher könnte es bestimmt besser aussehen. Ich bin mir noch unsicher, ob ich das da oben lassen soll oder nicht. Weil insgesamt wirkt er doch dann ziemlich überladen. Ja, ich klebe es mal jetzt noch nicht fest mit Heißkleber, sondern ich schlafe jetzt erstmal noch eine Nacht drüber. Mal gucken. Chef Urboss Ende. So, ich habe jetzt kurzerhand einfach mal den einen Schulterpanzer abgerissen. Das tut ein bisschen weh, wenn man es erstmal gebaut hat und dran geklebt hat. Aber ich finde, so sieht es auf jeden Fall besser aus, weil es ein bisschen nicht so gleichmäßig, wenn beides auf einer Höhe ist. Und so ein Raketenwerfer auf der Schulter kennt man ja auch vom Battlemax oder sowas. Und ich finde, das sieht auf jeden Fall cooler aus. Ich habe es noch nicht festgeklebt, aber werde ich wahrscheinlich morgen dann machen. Und den da schmeiße ich dann nicht weg. Mal gucken. Kann man vielleicht für den nächsten Stamper oder für irgendwas anderes benutzen. Ja, heute ist der 14.01. Das ist ein Dienstag. Langsam wird es jetzt auch ein bisschen knapp, sage ich jetzt mal. Bis zum Wochenende will ich jetzt fertig haben, damit ich das Wochenende und nächste Woche noch Zeit habe, das ganze Ding auch noch zu bemalen. So, hier den Schulterpanzer habe ich ja abgerissen. Und zwar habe ich jetzt hier ein Styrodur-Stück geschnitzt, was ein alternativer Schulterpanzer sein soll. Ein bisschen kleiner, das soll Stahl oder irgendwas sein. Und hier drauf kommt dann der Raketenwerfer. Das sieht dann ganz cool aus, finde ich. Und ja, das mache ich jetzt mit Heißkleber mal fest. So, der Grottraketenturm sitzt fest. Ja, sieht gut aus. Jetzt kommen nur noch die Füße. Da habe ich mir mal ein Stück selbst geschnitzt. Und das mal hier übertragen. Das ist ungefähr eine Länge von 11 cm, 9,5 breit. Hier unten der vordere C oder was auch immer ist 2,5 breit, hinten 1,5 und an den Seiten auch 1,5. Das wird dann ausgeschnitten und dann so wie ja, grobe Eisen oder wie man es halt vorstellt, wie die Orks das machen würden, einfach ein bisschen mit dem Cutter bearbeitet. Darauf kommt dann dieses Beinmodul und da steht nachher der Stomper dann drauf. Das ist ein ganz normaler alter GW-Farbendeckel. So, ich habe die Füße noch ein bisschen dünner gemacht. Die waren vorher 2 cm dick, jetzt sind sie noch so 1,3 dick. Und habe hier noch die Zehen eingezeichnet. Mal gucken, ob man das nachher beim Bemalen überhaupt sieht. Also hätten wir auf jeden Fall noch schöner machen können. Ich hatte jetzt nicht so viel Bock, wenn man von den Füßen jetzt nicht so viel sieht. Und der wird dann einfach hier drauf gestellt. So ein bisschen habe ich die noch eingedrückt, damit die den besser halten. So sieht es dann ungefähr aus. Da kommt jetzt Heißkleber drauf. Zuerst mal damit die halten und dann kommt hier Heißkleber drauf und dann wird der Stomper drauf gesetzt. Dieses Zeichen hier ist zufällig entstanden. Da war irgendwo Heißkleber und diese Stücke sind hier auf diesem Zahnstocher gelandet. Und das habe ich so nicht gebaut. Aber, wenn sowas zufällig entsteht und cool aussieht, warum sollten wir es nicht noch anbringen? Ich finde, das ist eigentlich ganz cool. Werde ich da noch festkleben. Ja, ansonsten lasse ich es jetzt erstmal so. Und werde den als nächstes grundieren, dann bemalen. Und wenn mir dann Teile nicht gefallen, zum Beispiel die Füße gefallen mir noch nicht so gut bis jetzt, die könnte man ja dann immer noch mal abnehmen. Das ist ja relativ einfach. Schneidet man so unten einfach wieder ab.
und macht neue dran. Oder wenn ich sehe, da fehlen noch Waffen oder irgendwelche ein Ausguck oder sonst irgendwas, dann kann man da ja noch Sachen dran bauen. Aber ich lasse es jetzt erstmal so, weil ich den jetzt bemalen muss. So. So, hier nochmal der GW-Stomper. Und insgesamt muss man sagen, der sieht klar noch besser aus. Und hat mich beim Zusammenbauen nicht so viel Zeit gekostet als der hier. Dafür fühlt man sich hier bei dem wie ein echter Ork Big Mac. Also kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Mal gucken, wie er angemalt aussieht. Der ist auf jeden Fall top hier. Und wer noch einen zweiten braucht, nicht so viel Geld ausgeben will und Zeit hat, kann sich ja noch einen bauen. Auf jeden Fall die zwei sehen schon cool aus zusammen.